Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video nähe ich mit euch dieses simple und superlässige Blusenshirt. Aus einem fließend fallenden Viskose- oder Leinenstoff ist es ein toller Begleiter für die warme Jahreszeit. Bevor ich euch gleich alle Arbeitsschritte inklusive einer super feinen Ausschnittverarbeitung zeige, abonniert doch gerne noch meinen Kanal und wenn euch die Bluse schon jetzt gefällt, lasst mir doch auch schon mal einen Daumen nach oben da. Das Schnittmuster für die Damenbluse in den Größen 32 bis 54 findet ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Sie hat eine lockere Passform mit angeschnittenen Ärmeln und sportlichen Aufschlägen. Wahlweise könnt ihr sie mit einem runden oder einem weiten U-Boot-Ausschnitt nähen. Am besten eignen sich für den Schnitt Stoffe mit einem fließenden Fall, zum Beispiel Viskose-Webware oder Satin. Aus Musselin erhält die Bluse einen etwas festeren Stand und Viskose-Jersey ist ebenfalls möglich. Eine große Auswahl an passenden Stoffen findet ihr in unserem Shop. Hier habe ich die Schnittteile für die Bluse mit dem runden Ausschnitt aus einer Baumwoll-Viskose-Webware schon einmal vorbereitet. Das Vorder- und das Rückenteil, die Ärmelaufschläge sowie der lange Streifen für den runden Ausschnitt. Für den U-Boot-Ausschnitt werden 2 kurze Streifen zugeschnitten. Zum Nähen der Bluse verwende ich jetzt meine Juki DX7. Zum Versäubern der Nahtzugaben kommt die L850 von Bernina zum Einsatz. Beide Modelle kann ich euch sehr ans Herz legen und wenn ihr sie auch mal ausprobieren wollt, dann macht das doch mit einem Abo bei Nähmaschine4u. Dort könnt ihr zum Beispiel auch Stickmaschinen oder Plottergeräte ganz unkompliziert für 3, 6 oder 12 Monate mieten und im Anschluss wieder zurückschicken oder sogar für den Restbetrag kaufen, wenn ihr damit happy seid. Bei der Bluse mit rundem Ausschnitt werden zuerst die Schulternähte geschlossen. Bei der U-Boot-Variante werden dagegen die Ausschnittkanten von Vorder- und Rückenteil einzeln genäht und erst dann die Schulternähte geschlossen. Nutzt also die Kapitelfunktion unter dem Video, um zur Ausschnittverarbeitung vorzuspringen. Mein Vorder- und Rückenteil mit rundem Ausschnitt habe ich jetzt rechts auf rechts an den Schultern zusammengesteckt. Die Kanten werden mit einem Gradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Bei meiner Nähmaschine habe ich den hochwertigen Allesnäher von Gütermann eingefädelt, die Stichlänge 2,4 eingestellt und eine Mikrotex-Nadel mit der Nadeldicke 80 eingesetzt. Beide Schultern sind geschlossen. Jetzt können die Nahtzugaben mit Zickzacknähten an der Nähmaschine oder mit der Overlockmaschine versäubert werden. Hier verwende ich jetzt die Mini King Konin von Gütermann und habe nur eine Nadel eingesetzt, denn eine 3-Faden-Overlocknaht ist ausreichend zum Versäubern. Beide Schulternähte sind versäubert. Ich habe die Nahtzugaben bereits zum Vorderteil hin umgebügelt. Weiter geht's mit dem Ausschnitt. Bei der runden Variante wird der Streifen rechts auf rechts mit 0,7 cm Nahtzugabe zu einem Ring geschlossen. Die Nahtzugabe habe ich hier schon auseinandergebügelt. Beim U-Boot werden die beiden Streifen für Vorder- und Rückenteil einzeln angenäht, auf die gleiche Weise, wie ich es jetzt beim runden Ausschnitt zeige. Der Streifen wird rechts auf rechts am Ausschnitt festgesteckt, die Knipse treffen aufeinander. Beim Ring kommt die Naht an die linke Schulternaht.
Der Streifen wird jetzt mit 0,5 cm Nahtzugabe angenäht. Da der Streifen schräg zugeschnitten ist, lässt er sich relativ leicht dehnen. Achtet also darauf, dass genau das nicht passiert und führt die Stofflagen schön locker. Der Streifen ist angenäht, jetzt wird gebügelt. Dafür verwende ich das praktische Bügelei. Eine Anleitung samt Gratis-Schnittmuster findet ihr auf unserer Webseite. Ich breite den Ausschnitt darauf aus und bügle den Streifen nach oben um. Wenn das rundherum gemacht ist, schlage ich den Streifen um die Nahtzugabe herum, bügle das einmal über und fixiere die Stofflagen mit einer Nadel. So arbeite ich mich rundherum vor. Achtet auch hierbei darauf, den Streifen nicht auseinander zu dehnen. Nun wird der Streifen knappkantig, also etwa 1 bis 2 mm neben der Naht abgesteppt. Ich führe die Naht jetzt also knapp links neben der Nadel entlang. So sieht die Ausschnittkante nun aus. Als nächstes schneiden wir den Streifen ganz nah an der Naht vorsichtig mit der Schere ab. Wenn das rundherum gemacht ist, wird die eingefasste Kante eng auf die linke Stoffseite umgeklappt, mit Nadeln fixiert und dann noch einmal knappkantig festgenäht. Noch einmal übergebügelt, sieht der Ausschnitt jetzt so aus. Bei der U-Boot-Variante sind die Ausschnitte entsprechend einzeln verarbeitet. Hier werden nun die Schulternähte geschlossen und dann sieht das so aus. Weiter geht's mit den Seitennähten. Dafür habe ich die Kanten schon rechts auf rechts zusammengesteckt. Die Seiten werden mit 1 cm Nahtzugabe geschlossen, die Nahtzugaben mit einer Overlock- oder Zickzacknaht versäubert und zum Rückenteil hin umgebügelt. Nun sind die Ärmelaufschläge an der Reihe. Diese werden einmal vorgebügelt und zwar mittig der Länge nach links auf links.
Dann werden sie rechts auf rechts gefaltet, an der kurzen Kante mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. An der Spitze wird die Nahtzugabe eingeschnitten. Dann wird sie auseinandergebügelt und der Aufschlag links auf links gewendet. Damit nichts verrutscht, habe ich die offenen Kanten hier noch mit einer Hilfsnaht, also mit 0,7 cm Nahtzugabe, fixiert. Die vorbereiteten Ärmelaufschläge werden jetzt rechts auf links an die Ärmelsäume gesteckt, wobei die Naht jeweils auf die Seitennaht trifft. Die Aufschläge werden mit einem Zentimeter Nahtzugabe angenäht und die Nahtzugaben versäubert. Dann werden sie aufgeklappt, die Nähte einmal übergebügelt, wobei die Nahtzugaben in der Bluse liegen. Nun steppe ich die Naht noch einmal knappkantig auf der Bluse rundherum ab. Hierfür habe ich jetzt mal den Kantenfuß eingesetzt, die Nadelposition nach links verstellt und führe die Schiene genau an der Naht entlang. Diese Naht sorgt dafür, dass beim umgeklappten Aufschlag die linke Stoffseite innen bleibt. Nun wird der Aufschlag noch fixiert. Zum einen an der Seitennaht. Hier habe ich beide Nähte genau aufeinander gesteckt. Zum anderen an der Schulter. Hier stecke ich den Aufschlag 1,5 cm vom Bruch entfernt fest, ziehe die obere Lage beiseite, stecke hier die untere Lage fest und fixiere sie jetzt mit einer kurzen Naht. Ich nähe ganz knapp an der Kante eine etwa 2 cm lange Naht. Und jetzt noch die Befestigung an der Achsel. Hier nähe ich jetzt im Nahtschatten, also genau in der Naht. Damit sind die Aufschläge jetzt oben und unten unsichtbar fixiert. Nun fehlt nur noch der Saum und den bügeln wir jetzt um. Und zwar im ersten Schritt 3 cm. Das messe ich mit meinem Handmaß ab. Alternativ geht das auch gut mit einem hitzebeständigen Bügellineal. Im zweiten Schritt wird die Kante noch einmal eingeschlagen, sodass sie 1,5 cm breit ist. Ich stecke das mit Nadeln fest. Der Saum ist komplett umgebügelt.
Jetzt wird er knappkantig festgenäht. Ich beginne an der Seitennaht und durch das vorherige Bügeln flutscht diese Naht von ganz allein. Der Saum ist fertig und meine neue Bluse auch. Und damit bin ich bereit für einen sonnigen Frühlingstag und die luftige U-Boot-Variante macht sich perfekt zum Bikini im heißen Sommer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem kurzweiligen Nähprojekt mit einem einfachen Schnitt und einer hochwertigen Verarbeitung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Technik ihr gerne noch erlernen wollt. Und wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.